Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute geht es um ein super spannendes Produkt aus unserer Medic-Serie, nämlich den Black Trident TFC Kit. Wofür steht TFC? Was kann das? Warum du das brauchst? Das erfährst du in diesem Video. Schauen wir uns das TFC Kit im Detail an. Das Black Trident TFC Kit ist sozusagen unsere Interpretation des IFAKs, des Individual First Aid Kits. Jenes Erste-Hilfe-Equipment, das jeder bei sich tragen sollte, was zur Versorgung der eigenen Verletzungen dient. Und beim Black Trident TFC Kit, das besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite habe ich die Außenhülle, die den Innenteil aufnimmt. Und die Außenhülle, mit der fangen wir an, die hat es in sich. Beim Black Trident TFC Kit bietet die Außenhülle nicht nur eine oder zwei Befestigungsmöglichkeiten, sondern drei. Auf der einen Seite haben wir hier 45 mm Gürtelschlaufen, die innen auch nochmal mit Klett versehen sind. Dadurch lässt sich das Black Trident TFC Kit perfekt an Produkten wie zum Beispiel dem Black Trident Range Belt anbringen und durch den doppelten Klett bleibt das Ganze auch wirklich positionssicher an deinem Range Belt. Aber das war noch nicht alles, weil das Black Trident TFC Kit lässt sich sowohl mit MOLLE horizontal als auch vertikal an deiner Ausrüstung anbringen. Klassische Positionen hierfür sind zum Beispiel hier auf der linken Seite des Plate Carriers oder anderen Produkten, wo du das TFC Kit mit MOLLE anbringen kannst. Aber kommen wir zu dem, hey, das war jetzt mal nur die Außenhülle. Was ist mit dem Medizinprodukt? Generell gibt es hier einen Mechanismus, wie man den Innenteil herausbringt. Das Spannende dabei ist, dass ich einen sehr kompakten Formfaktor habe und der Innenteil, der wird nach unten hin ausgeworfen. Warum ist das spannend? Weil ich dadurch mit anderem Equipment an meinem Range Belt, wie zum Beispiel hier, wenn ich hier auf der Seite noch Sachen montiert hätte, dann wäre ich hier ein bisschen begrenzt, wie ich das Ganze rausziehen könnte. Und hier kommen wir jetzt zum Innenteil. Hier habe ich jetzt einen leeren Innenteil, schauen wir uns das gleich bei einem vollen an. Das allererste, was ich hier habe, ist, es schaut ein bisschen anders aus als Produkte, die du vielleicht schon kennst, wie klassische IFAKs. Die sind nämlich meistens so aufgebaut, dass man sie aufrollt und dass man hier dann eben verschiedene elastische Laschen hat, wo man Medizinprodukte, so wie sie hier am Tisch liegen, hineingeben kann. Was ist aber das Problem dabei? Ihr seht, die kommen alle in unterschiedlichen Verpackungen, unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Packmaßen. Sowohl hier, wo ich jetzt Compressed Gauzes habe, als auch hier, wo ich Bandagen habe. Und das Ding dabei ist, warum wir uns gegen so ein Design entschieden haben, ist, weil wir Anwenderfeedback bekommen haben, dass es durchaus Probleme dabei gibt, diese Medizinprodukte, wenn man zum Beispiel mehrere in einer Schlaufe drinnen hat, richtig zu versorgen und auch dort sozusagen sicher zu fixieren, wenn man mal eines herausgenommen hat. Und bei unserem TFC-Kit, wir nennen das immer ein bisschen so das Federpenal-Design. Das erste, was ich hier habe, ist ein Lanyard, mit dem ich hier das Ganze öffnen kann und so Zugriff zu den Medizinprodukten erhalte. Hier oben, das ist eine elastische Lasche. Die hat auch 4 tubulare Fächer, wo ich zusätzliche Erste-Hilfemittel drinnen unterbringen kann. Zusätzlich ist diese elastische Lasche nicht an dem gesamten Innenteil festgenäht, sondern sie ist mit Klett fixiert. Das heißt, ihr könnt hier auch noch das Packmaß regulieren, um noch mehr Inhalt aufzunehmen. Das nächste, was ich hier habe, ist der sogenannte Patience Lanyard. Beim Patience Lanyard, da handelt es sich eben um eine Einrichtung, die ich einerseits dazu verwenden kann, um hieraus zu arbeiten oder zum Beispiel jemand, der den Verletzten versorgt, die nötigen Erste-Hilfemittel zu reichen. Und das andere, was ich habe, ich kann dieses gesamte Set am Ende beim Abtransport des Verletzten dem Patienten mitgeben. Und hier habe ich auch schon einen der großen Vorteile des TFC-Kits, so wie es bei unserem Aufbau ist. Ich kann nämlich hier die ganzen Sachen einfach rausgeben und kann sie auch leicht wieder versorgen. Und das ist eben hier etwas, ich habe hier keine Laschen, mit denen ich herumspielen muss, sondern ich kann hier wirklich alles rausgeben, alles wieder reingeben und auch wieder versorgen. Aber
kommen wir mal zum richtigen, ich würde sagen, Killer-Feature des Black Trident TFC Kits. Das befindet sich nämlich hier an der Außenseite. Hier außen ist nämlich eine zusätzliche Lasche verbaut. Und diese Lasche, die ist dazu da, um Chest Seals aufzunehmen. Chest Seals, was ist das? Hier seht ihr Beispiele für unterschiedliche Arten von Chest Seals. Das sind sozusagen großflächige Pflaster, die dazu verwendet werden, um Wunden im Oberkörper bzw. Thoraxbereich zu versorgen. Und wenn man so ein Chest Seal mal aufmacht, dann sieht man, dass das circa so ausschaut. Hier ist eine gelartige Masse drauf, ein sehr starker Klebstoff. Und eines ist bei der Anwendung ganz wichtig, das hier sollte nicht geknickt werden. Tatsächlich ist das aber etwas, was sehr oft vorkommt in der Praxis. Und man sieht jetzt bei diesem Chest Seal, das hat hier außen zwar Knicke, das wird auch so geliefert, aber der zentrale Bereich, der auf die Wunde aufgeklebt wird, der sollte auf keinen Fall geknickt werden, weil man dadurch die Effektivität dieses Erste-Hilfe-Mittels deutlich reduziert. Und damit genau das nicht passiert, habe ich hier außen diese Lasche, die rundherum geht, und dadurch wird dieses Chest Seal quasi in einem Halbkreis angeordnet gelagert. Und hier bin ich dann absolut knickfrei. Kommen wir noch dazu, was für zusätzliche Features hat das Black Trident TFC Kit noch. Wie ihr hier gesehen habt, ich habe vorher schon über Inhaltsgröße gesprochen. Man kann das Ganze anpassen in der Größe. Das heißt, wenn ich mehr hineingeben möchte, bin ich auch hier flexibel. Anders als zum Beispiel bei Produkten wie dem hier, wo ich, sage ich mal, Probleme habe, wenn ich noch mehr hineingebe, weil hier keine Flexibilität da ist oder keine Elastizität des Werkstoffs. Und hier kann ich eben den Innenteil größer machen, und was natürlich wichtig ist, wenn ich mehr in den Innenteil hineingebe, dass sich auch die Außenhülle mitbewegt und auch mit ausdehnt. Und das ist hier beim TFC-Kit gegeben, weil hier sieht man auch schon, habe ich elastische Schnüre, die ich eben hier mit dem Kordelstopper eben regulieren kann und somit meinen TFC-Kit-Innenteil an die Außenhülle auch anpassen kann. Zusätzlich gibt es hier in der Außenhülle auch noch die Möglichkeit, anderes Equipment zu verstauen, wie zum Beispiel hier seht ihr, wird ein Knicklicht hineingegeben, aber natürlich ist da noch auch Platz für Tourniquet und Co. Das war alles, was ihr zu unserem Black Trident TFC Kit wissen müsst. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es uns unbedingt unten in die Kommentare, wir beantworten euch eure Fragen verlässlich. Dann klickt auf jeden Fall hier auf den Like-Button, abonniert diesen Kanal und stellt auch die Benachrichtigungen ein, um kein weiteres Video mehr von uns zu verpassen. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook, um über die neuesten Produkte und Produktupdates informiert zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.